Wir sind gestern aus Grönland wieder gekommen und ich will euch jetzt mal zeigen, was ich alles in meiner Gearliste dabei hatte. Dazu packen wir gleich auch den Rucksack aus. Dann sehen wir ja live, was da alles so drin ist. Eine kleine Info vorab, wir reisen ja zu zweit. Das heißt, wir werden uns das ein oder andere teilen. Wenn ihr da Interesse dran habt, geht in die Videobeschreibung. Wenn das Video schon online ist, findet ihr dort das Loadout-Video von Franzi mit all den Sachen, die ihr hier nicht findet. Und ich starte einfach bei mir am Körper. Was habe ich eigentlich täglich angehabt? So bin ich die meiste Zeit rumgelaufen. Manchmal habe ich noch die Regenjacke getragen, wenn es windig wurde. Ich habe einen Buff getragen, auch von der Marke Buff, ein recht dünnes. Das heißt, ihr seht, es ist zweifarbig drin, es ist weiß. Es ist kein Polartec oder sonst was, es ist ganz dünn. Das hatte ich die meiste Zeit immer so drüber. Basecap von Patagonia. Ich finde es gut, hat auch Nachteile, aber oben ist es halt einfach abgeschirmt. Und wenn man dann eine Kapuze drüber zieht oder eine Mütze, dann ist es da drunter auch schön warm, klebt nicht alles so am Kopf. Sonnenbrille habe ich hier oben drauf von der Marke Ombras. Das ist meine Idee, dass ich meine Sonnenbrille nicht mehr verliere. So kann ich es mir um den Hals hängen oder halt, wie es ihr hier seht, wenn ich sie nicht brauche, einfach oben auf die Cap drauf. Ja, Schuhe sind Lone Peak 9 Plus, das heißt mit Vibram-Sohle. Bin ich sehr zufrieden mit, sind jetzt 750 Kilometer drauf und die bekannte Sohle, die ja nicht fällt, ist noch da. Das heißt, die 1000 Kilometer werden wir erstmalig mit dem Lone Peak, also ich zumindest, voll machen. Dazu habe ich die Dirty Girl Gaiters an. Ob man die in Grönland braucht, weiß ich nicht so richtig. Viele reisen ja mit richtigen Gamaschen. Ich bin der Meinung, ein bisschen gegen Wind hat es geholfen. Ansonsten vielleicht ist auch ein bisschen wenig Dreck in die Schuhe gekommen. Socken sind in diesem Fall dicke Wandersocken von Icebreaker. Immer gute Erfahrungen mitgemacht, habe ich in jeder Stärke zu Hause in der Schublade liegen. Jetzt im Winter die dicke Variante. Hose, ich mag keine langen Hosen. Das ist von der Marke Dynafit. Ich glaube, die heißt Alpe Traversa. Super leichte Hose, im Frontbereich komplett winddicht oder windabweisend. Das hat man gemerkt. Hinten ist es eher so, dass wenn der Wind von hinten kam, habe ich das auch am Hintern gemerkt. Aber ich kann diese Hose wirklich auch für jegliche andere Aktivitäten empfehlen. Sie hat oben auch gar kein Bündchen, das heißt, die hat mich auch gar nicht gestört oder so mit dem Rucksack. Fand ich richtig gut. Oben, wie ihr seht, ein Midlayer von der Marke Rapp. Hat seinen Job gemacht, würde ich aber nie wieder kaufen, weil irgendwie ist dieses Gewebe, dieses Wabengewebe es hat nicht viel Widerstand. Und wenn man im Zelt auszieht, dann zieht man eher dieses Kleidungsstück immer größer. Deswegen würde ich es nicht mehr kaufen, hat aber den Job auf jeden Fall gut gemacht. Mein Baselayer ist auch von der Marke Rapp, sehr dünn, habe ich auch einen Hoodie von, einen Sun Hoodie für den Sommer. Bin ich sehr zufrieden mit. Ist vielleicht ein bisschen dünn oben für Grönland, aber ja, ich bin damit zufrieden. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nee. Mein Funnybag von der Marke Hyperlight Mountain Gear habe ich jetzt schon seit 3.500 Kilometern. Ist auch schon der Reißverschluss kaputt. Was habe ich hier drin? iPhone 16 Pro. Und im Hauptfach tummeln sich so viele Kleinigkeiten. Zum Beispiel Cito Summit, langer Löffel, beste Löffel der Welt. Ich weiß nicht, welchen Löffel ihr benutzt. Für mich ist das der beste Löffel. Schreibt es unten rein. Riesiges Thema. Aber nichts mit Göffel, bitte. Wer verreist, hat auch immer ein Portemonnaie dabei. In diesem Fall aus DCF findet ihr Krankenkassenkarte, Kreditkarte, vielleicht noch ein bisschen Bargeld, ein Gummiband, Speicherkarten für die GoPro. All solche Sachen finden sich hier drin. Wiegt nichts, hat man aber dabei. Ein paar Durchhaltetütchen, sage ich immer, fürs Telefon, falls es regnet, im schlimmsten Falle. Dann haben wir hier 2 Sturmleinen fürs Zelt, A5 Meter aus Dyneema. Oder als Wäscheleine. In diesem Fall haben wir auch einen Reisepass dabei. Und dann finden wir hier dieses tolle Tütchen. Das werde ich jetzt nicht komplett auspacken und dahin schmeißen, aber wir haben hier drin eine 10.000er Powerbank von der Marke Nightcore. 2 Kabel, USB-C, USB-C, was man so braucht. 2 GoPro-Akkus. Nightcore NU25 mit Micro-USB. Und für die Hin- und Rückreise ein paar Kopfhörer. Aber ohne Akku ist leichter für die Flüge. Und das war es eigentlich schon hier drin. Ein kleines Big-Feuerzeug. Das haben die wenigsten dabei. Das ist von der Marke Victorinox. Paar 40 Gramm wiegt das, so ein Küchenmesser. Immer scharf, weil wenn man mal was anderes isst, außer Trekkingnahrung, du kannst alles durchschneiden. Richtig, richtig gut, kann ich nur empfehlen. Und natürlich klassischerweise, ich weiß nicht genau die Bezeichnung, Schweizer Taschenmesser mit natürlich der Schere, die man dringend braucht. Das haben wir alles hier vorne drin, wiegt im Ganzen rund 600 Gramm. Gut, dann gehen wir jetzt mal an den Rucksack dran. Vorab hier meine Stöcke, mit denen war ich unterwegs. Ich habe mich für die Leki Ortler entschieden. Ich habe diese Stöcke schon, ich glaube, 8 Jahre. Ich habe sie mitgenommen, weil sie die längsten Stöcke sind, die ich habe. Wir können unser Zelt mit diesen Stöcken auch
semi-freistehend aufbauen. Das haben wir auch gebraucht unterwegs. Das ist der Grund, warum ich diese alten Stöcke genutzt habe. Am anderen Stock immer fest montiert aus dem 3D-Drucker. Die GoPro-Halterung funktioniert gut, ist bisher auch noch nicht kaputt gegangen. Kommen wir jetzt zum Rucksack. Wir gehen einfach mal von außen nach innen vor, würde ich sagen. Ich stelle den mal hier hin. Rucksack wiegt jetzt 6,3 Kilo plus minus. Da ist alles drin, was ich dabei hatte. Fangen wir an, hier vorne im Netz ist meine Regenjacke. Schneller Zugriff, immer einsatzbereit, vor allem in Grönland, jeden Tag mehrfach an- und ausgezogen. Von der Marke Montbell, die Storm Cruiser. Es ist bereits meine zweite Jacke. Die erste Jacke hat 3 Jahre gehalten. Diese Jacke trage ich auch bei Wind, auch im Sommer am Berg. Ich habe sonst keinen Windschutz dabei. Multifunktionalität. Ich hatte mir überlegt, auch eine dünnere zu kaufen, bin aber wieder bei dem dickeren Modell gelandet, weil ja, ich habe mich nicht getraut. Ich weiß nicht. Welche Jacke benutzt ihr? Das interessiert mich. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht muss ich mir das nächste Mal eine andere kaufen. Dann haben wir hier ein Sitzkissen, Marke unbekannt. Das war mal so eine Ganzkörpermatte, 5 mm dick. Die habe ich zugeschnitten für uns beide. Das für Franzi ist ein bisschen kleiner, je nach Körpergröße halt. Kommt abends unter die Isomatte im Zelt zum Schutz vor Steinen und vor irgendwelchen spitzen Sachen. Immer dabei, guter Begleiter. Dann haben wir hier vorne drin der Müllbeutel aus DCF. Jetzt ist er leer. Am Ende unserer Reise war es wirklich so ein Knubbel, wobei wir wenig Müll hatten. Ist eigentlich auf jeder Wanderung immer dabei. Dann habe ich hier ein Special Gadget. Mein Becher zum Essen, wenn man aus dem Topf gekocht hat, oder zum Kaffee trinken oder zum Tee trinken oder auch zum Aufbewahren von anderer Nahrung, die man irgendwo kauft. Jetzt in Grönland konnten wir nichts kaufen, also war es der Kaffeebecher. Darf niemals fehlen. Das ganze Ding ist aus Plastik. Der Deckel lässt sich gut verschließen, ist auch dicht. Da war Keksteig drin und die Innenbeschichtung lässt wenig Rückstände zu. Das heißt, sehr gut geeignet und vor allem, es ist hitzebeständig. Man kann heißes Wasser reinkippen. Hiermit braucht ihr euch keine Sorgen machen und sehr leicht. Dann erstmalig mit dabei, hier im blauen Tütchen, die DJI Neo mit Ersatzakku. Wiegt einfach mit Akku 135 Gramm. Dafür hat es einen guten Job gemacht. Sind wir mit zufrieden. Dann auf dieser Seite Wasserflasche, nichts Besonderes. PET habe ich aus Deutschland mitgenommen. Jede andere Flasche geht auch. Ist übrigens die einzige Flasche, die ich dabei hatte, 1,25 Liter. Auf der anderen Seite von der Firma Platypus 1 Liter Beutel. Normalerweise schrauben wir hier unseren Filter drauf. Den haben wir für diese Reise nicht dabei. Wir haben uns aber gedacht, nehme ich besser mal lieber noch einen Liter mit für abends am Zelt, wenn man mal ein bisschen mehr Wasser braucht. Das ist auch die Wärmflasche. Ihr könnt es selber gerne zu Hause ausprobieren, wenn ihr dieses Produkt habt. Füllt mal heißes Wasser rein. Es hält und ich kann euch so sagen, wenn ihr eine Wärmflasche für euren Schlafsack braucht, weil es abends kalt ist oder ihr nasse Füße habt, das geht auch. Seid aber vorsichtig, es ist Plastik. Es wird ein bisschen weich, wenn heißes Wasser reinkommt, aber funktioniert. Dann haben wir hier vorne am Rucksack die Tasche von der Marke Seedpex, von der Marke Sea2 Summit. Mückennetz für den Kopf. 11 Gramm. Und hier vorne drin auch immer griffbereit. So zumindest war die Idee. Von der Marke Montbell. Meine Regenhose. Ich habe sie nicht gebraucht. Klingt komisch, ist aber so. Ich mag keine Regenhosen. Ich habe mir diesmal aber eine gegönnt, da es, glaube ich, für Dauerregen die beste Variante ist. Normalerweise ohne oder mit Regenrock. Ich glaube, ich habe sie auf dem Schiff angehabt nachher für Windschutz, aber als Regenschutz habe ich sie nicht angehabt. Dann haben wir hier noch drin, es ist ja ein komplettes Loadout, Namensschild, wenn man den Rucksack verpackt, zur Sicherheit haben wir hier sowas dabei. Kannst die Tüte mit direkt zumachen, steht der Name drauf. Und hier vorne drin in der Flaschentasche, wo ich normalerweise eine 0,5 Liter Flasche drin habe. Na, komm raus. Die Tasche ist übrigens von der Marke ULA. Da haben wir übrigens die Regenröcke auch her, die jetzt nicht Teil dieses Loadouts sind. Be Free Filter von Katadyn, das ist die Trailrunning-Variante. Die passt hier vorne rein. Die normale mit 600 ist zu breit, geht da nicht rein. Die haben wir auch. Früher habe ich die da drin getragen. Der hat einen guten Job gemacht. Ich muss aber sagen, klar hat er die Erweiterungsmöglichkeit, um Kohlefilter hier reinzutun, aber haben wir nicht benutzt. Aber das Volumen ist mir persönlich ein bisschen zu klein. Da ist der 600er schon ein ganzes Stück besser. Seitentaschen vom Rucksack vorne, links, nichts drin, außer dieses Gefrierbeutel-Ding.
wo ich jeden Tag unseren Snack reingetan habe. Das Essensgewicht auf dieser Reise war schwerer als das komplette Loadout. Gute 6,7 Kilo Zusatzgewicht an Essen, Trockennahrung hatte ich in diesem Rucksack drin und jeden Morgen, bevor wir losgezogen sind, habe ich hier eine Tüte Nüsse, Riegel, Mandelgeschichten. Gibt es aber ein extra Video drüber, deswegen halte ich mich hier kurz. Auf der rechten Seite finden sich zwei Sachen erstmal. Da haben wir hier von der Firma Sipex wasserdichte Handschuhe. Besitze ich schon ein bisschen länger, war auch schon mal im Einsatz, habe ich mitgenommen, brauchte ich nicht, weil es nie so doll geregnet hat, dass ich diese Handschuhe angezogen habe. Finde ich trotzdem gut, wiegen nichts, ich weiß nicht wie viel, aber würde ich wieder mitnehmen. Dann haben wir hier DCF-Beutel mit Reißverschluss, einfach nochmal zum Wasserschutz. Ich kenne, wenn alles nass ist, auch in diesem Rucksack. Deswegen bin ich mittlerweile ein Fan davon, alles so gut zu schützen, dass ich weitergehen kann. Den Rest kann man nicht gebrauchen. Deswegen findet ihr überall bei mir diese DCF-Beutel. Nehmt euch die Zeit, die 100 Gramm in eurem Rucksack tun keinem weh, aber ihr könnt einfach weiterlaufen. Hier drin finden wir ein paar normale Handschuhe. Die hatte ich allerdings öfter an, weil es war schon kalt und wenn der Wind kam, war es auch richtig eisig. Es sind keine besonderen Handschuhe, es sind meine Fahrradhandschuhe von der Marke GoreWear. Diese würde ich allerdings nicht nochmal mitnehmen, da sie einfach am Handgelenk zu kurz sind und dann keinen richtigen Schutz bieten. Auch wenn mein Baselayer natürlich eine Daumenschlaufe hat und damit dieses Stück überbrückt, war das nicht so schön. Trotzdem haben sie natürlich ihren Job gemacht. Und ich muss sagen, für die Telefonbedienung 1A, das hat richtig gut funktioniert. Navigieren, filmen, Fotos machen, ganz toll. Was haben wir noch drin? Ein zweites Buff von der Marke Buff. Dies habe ich mir zusätzlich angezogen über die Mütze, wenn es richtig kalt wurde oder nachts zum Schlafen, um auch meine Augen abzudecken, weil ich gehöre zu den Menschen, die auf jeden Fall eine Kopfbedeckung brauchen, sonst kühlen sie aus. Gutes Gefühl für die Nacht. Ist auch schon 3 oder 4 Jahre alt, würde ich immer mitnehmen. 2 Buffs, sonst keine Kopfbedeckung. Ein Handtuch. Ich glaube von der Marke C2 Summit. In diesem Fall ist es die Hälfte von einem Handtuch. Wir haben die größeren Handtücher, ich glaube, die sind 1,20 lang. Ich habe es einfach irgendwann in der Mitte durchgeschnitten. Gold wert, nasse Füße, abtrocknen. Hier drin 2 Tüten für die Schuhe, eins rechts, eins links. Bist du abends am Camp, musst noch mal auf die Toilette pinkeln, Wasser holen, irgendwas. Dann ziehst du dir über deine trockenen Füße, über deine trockenen Socken jeweils eine Tüte, kannst du die nassen Schuhe rein. Zweites Paar Schuhe werdet ihr vergeblich suchen. Das alles hier in diesem DCF-Beutel funktioniert sehr gut. So, dann machen wir den mal auf. DCF-Beutel, gleichzeitig mein Kissen. Was ist hier drin? Meine Daunenjacke. So transportiere ich das tagsüber. Sollte es über Stunden regnen und auch dieser Rucksack ist trotz DCF nicht richtig wasserdicht, kommt Wasser rein, ist es nochmal geschützt. Dieser DCF-Beutel ist auf einer Seite ein bisschen Vlies dran, nichts Besonderes. Wiegt auch genauso viel wie jedes Luftkissen, irgendwie 40 Gramm oder so ähnlich. So rum stopfe ich meine Daunenjacke abends hier rein, dann habe ich ein Kopfkissen. Brauche ich die Daunenjacke, weil es kalt ist, habe ich immer noch die Regenjacke. Und wenn ich die Regenjacke nicht habe, weil die nass ist, findet sich was anderes. Soweit kam es auch noch nicht. Das funktioniert sehr gut, kann ich nur empfehlen. Daunenjacke. Von der Marke Norona, funktioniert gut. Ich bin ein bisschen länger gewachsen, das heißt, die Marke erfüllt das auch, was ich brauche. Jacke ist sehr leicht, das ist die größte Größe, die ihr kaufen könnt, wiegt keine 260 Gramm. So, dann haben wir hier unser Zelt und dazu gehört auch dieses. Das ist das Tarp Tent Double Rainbow LI, wiegt zusammen, ich glaube mit diesem Beutel 803 Gramm. Ich habe sogar den Originalbeutel mitgenommen, normalerweise lasse ich sowas zu Hause, aber bei diesem Packmaß dachte ich mir, das ist doch cool, weil manchmal muss ich das tagsüber rausholen, um was zu essen zu holen oder sonst irgendwas. Guckt euch das an, super klein. Das ist die Länge des Gestänges. Ideal, Carbon, hat gut funktioniert. Wie es mit dem Zelt sonst so aussieht, seht ihr in einem anderen Video. Das soll es an dieser Stelle dazu sein. Des Weiteren finden wir hier drin die Heringe. Davon haben wir unterschiedliche mit. MSR 19 cm, MSR 15 cm und wir haben sogar noch 2 Stück mitgenommen von so ultraleichten Aluminiumteilen, um den Boden ein bisschen glatt zu drücken. Ist auf jeden Fall nichts, was ihr nicht kennt. Funktioniert. Guckt euch das Zelt an. Ich finde es gut. So. Achso, hier draußen haben wir was vergessen, was ganz Wichtiges. Mikrofaserlappen. Wofür? Naja, wer in kalte Regionen fährt mit einem Single-Wall-Tent, weiß ja,
Nachts geht es mit Wasser zur Sache. Wenn man aufwacht, hat man immer einen Job, Zelt abwischen. Dafür ist er da. 2 leere DCF-Taschen. Einmal von der Marke Hyperlight Mountain Gear, der berühmte Pod. Vielleicht kennt ihr es. Wenn ihr so einen Rucksack habt, holt euch diese Pods. Ich bin ein großer Fan davon. Alles ist strukturiert, alles hat System. So könnt ihr schnell einen auspacken. Alles ist geschützt. Wir brauchen uns nicht mit dem Organisieren unserer Sachen beschäftigen. Unaufgeräumte Rucksäcke sind mein Feind. Hier haben wir noch eine andere Tasche. Die hat keinen Namen, keine Ahnung, wo ich die her habe. Beide Taschen waren voll mit Essen. 6,7 Kilo. Jetzt sind sie komplett leer. Hier ist überhaupt nichts drin. Und hier haben wir den nächsten Pot. Das ist quasi der Rest, den ich dabei habe. Mal abgesehen von der Isomatte und dem Schlafsack ist hier der Rest drin. Und wir gucken jetzt mal rein. Es ist auch nicht gewaschen, deswegen weiß ich jetzt nicht, was mich jetzt erwartet. Ihr sitzt ja sicher auf der Couch und habt damit nicht so ein großes Problem, aber nun gut. Also, das erste Teil, was ich hier rausnehme, ist das letzte, was ich für diese Reise gekauft habe. Ich habe es blind gekauft von der Marke Otlo. Es ist, ich glaube, es wiegt 120 Gramm, ist schon echt schwer, aber es hat einen super Job gemacht. Ich habe es teilweise tagsüber angehabt bei Wind. Es hat mich gewärmt. Ich habe es nachts ganz oft angehabt, manchmal sogar tags und nachts über in einem durch. Ich kann es nur empfehlen. Es hat wirklich gar nicht bis wenig gerochen. Normalerweise heißt es immer Merino. Das ist meine erste Erfahrung. Mega, mega gut. Dann haben wir hier Socken. Ich habe ja ein Paar Icebreaker an. Hier ist das zweite Paar Icebreaker. Normalerweise auf normalen Touren bisher 2 Paar Socken dabei, immer ein Ersatz dabei für den Fall, die werden nass oder gehen kaputt. Diesmal habe ich mir gedacht, ich nehme noch ein drittes Paar mit. Ich habe mich für Darntough entschieden. Die hatte ich kurz vorher gekauft, habe wenig Erfahrung damit. Und mir geht es auch gar nicht um den Darntough Socken selber, sondern ich habe mir Socken gekauft, die zu klein sind. Das hatte zur Folge, aber das ist nicht Teil dieses Videos. Ich würde mir diese Socken sehr wahrscheinlich immer wieder kaufen, nur in der richtigen Größe. Was haben wir hier? Erste-Hilfe-Pack hat ja eigentlich auch jeder dabei. Ich glaube, als wir losgegangen sind, hat es so für 2 Personen 180 Gramm gewogen. Es ist wirklich nur dafür da, für den Notfall, damit man rauskommt, damit man vom Trail geht. Auf dem ACT oder in Grönland gibt es das nicht. Das bedeutet, ihr werdet entweder abgeholt oder ihr geht weiter. Was es damit auf sich hat, seht ihr in den Videos. Jetzt ist es auf jeden Fall leichter. Nichts Schlimmes passiert. Aber das kann ich spoilern, es hat auf jeden Fall nicht gereicht. Was finden wir hier drin? Klar, Tabletten jeglicher Art, Schmerzen, Magen, Durchfall. Wir können uns einen Verband machen. Wir können verpflastern. Hier ist auch Reparaturzeug drin mit einem Dyneema-Faden. Wir können alles kleben, was wir dabei haben. Ob das unser Zelt ist, unsere Isomatten für 2. So, Unterhose, meine zweite Unterhose. 2-mal von der Marke Icebreaker. Eine habe ich jetzt an. Cool Light 150, glaube ich. Eine dickere Unterhose würde ich auch niemals anziehen. Es ist sonst zu nervig, hält nur Wasser. Bin ich sehr zufrieden mit. Außerdem, kleiner Tipp, die Cool Light haben dünnere Nähte wie dickere Unterhosen oder andere Unterhosen von der Marke Icebreaker. Und wenn ihr Probleme habt, dass es irgendwo scheuert, diese scheuert nicht. Als eine lange Unterhose, die man vielleicht oberhalb des Polarkreises tagsüber auch tragen könnte, habe ich mich für meine dünnere entschieden. Ich habe noch eine dickere. Diese ist von der Marke Houdini, hat glaube ich auch Merino-Anteil, keine Ahnung. Die hat jetzt ganz viele Löcher, die hat es auch hinter sich. Habe ich aber gebraucht, nachts beim Schlafen. Ich habe sie auch einen Tag auf dem Trail angehabt. Ansonsten fahrt nicht ohne lange Unterhose dahin. Schlafsocken. Alpha Direkt, in diesem Fall von Fairpoint. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe sie gar nicht angezogen, weil ich glaube, eine Nacht habe ich sie als zweite Socke angezogen, weil die Füße so nass waren. Ich musste halt zusehen, jede Nacht im Schlafsack, dass meine Füße trocken werden, weil sie komplett schrumpelig waren. Ich habe mich dann für das saubere Paar Icebreaker-Socken entschieden. Das hat über die ganze Zeit sehr gut funktioniert. Kann ich auch so empfehlen. Ansonsten immer diese Socken zum Schlafen, richtig gut. Von Alpha Direkt und der Marke Fairpoint gibt es natürlich auch das Oberteil und direkt die Hose. Alles das gleiche Material. Quasi diese beiden Gegenstände sind mein Backup gewesen. Für den Fall, es ist kalt, für den Fall, alles ist nass unterwegs, bin ich in der Lage, mir nachts was Trockenes anzuziehen, was mich im Schlafsack sehr gut wärmt. Und ihr wisst ja, das wiegt nichts. Es ist super leicht. Und ganz zum Schluss der Rest vom Elektrokram.
Noch eine 10.000er Powerbank von der Marke Nightcore, 20.000er Ansmann PD 22, 23, kann es nicht genau sagen. Das Ladegerät für GoPro-Akkus haben wir in diesem Fall mitgenommen und einen Stecker zum Laden. Auch nachts immer in den Schlafsack reingetan, damit da nichts passiert. Ja, und überbleibt die leere Tüte. Der zweite Pot quasi, wo alles drin war. Und dann wird es auch langsam schon wenig. Thermarest NXT-Serie, ich denke die meistgekaufte Isomatte, ihr kennt sie, R-Wert 4,5, hat für die Reise lange gereicht. Es gibt leichtere Versionen, ich habe diese Matte immer dabei. Wenn ihr eine andere Matte habt, wo man vielleicht nicht so runterrollt oder die vielleicht stumpfer ist vom Material, wo man nicht so drauf rutscht, schreibt es gerne in die Kommentare, da wäre ich auf der Suche, freue ich mich auf Input. Und zum Schluss mein Schlafsack. Den habe ich ab diesem Jahr im Einsatz, habe es vorher getestet auf anderen Touren. Das ist der Sea2 Summit Spark, wie man sieht. Spark -9, Komforttemperatur -2 Grad. Ich habe schon bei kälteren Temperaturen drin geschlafen, vor allem mit den Alpha-Klamotten geht da noch einiges. Für mich richtig cool, ist ein bisschen teurer, ich kann mich gut drin bewegen. Wenn ihr einen Schlafsack sucht, gutes Modell. Das letzte, was ich hier raushole, ist von Sipex mein Liner. Das ist nur ein 40 Liter Liner, der reicht mir aber völlig aus. Da waren jetzt die Essenssachen drin, der Pot mit meinen Klamotten, Schlafsack und die Isomatte. Niemals ohne Liner gehen. Zum Schluss haben wir noch den Rucksack von der Marke Hyperlight Mountain Gear. Auch den kennt ihr. Junction 3400. Für mich natürlich in der Ausführung toll. Das bedeutet den längsten Rücken, schwerste Ausführung. Dieser Rucksack hat auf jeden Fall sein Aluminiumgestell schon lange nicht mehr. Diese vorgeformten Dinger, die ihr da reinsteckt, die braucht man nicht. Der Rucksack war jetzt mit knapp unter 14 Kilo so schwer gepackt wie noch nie vorher. Deswegen die Sachen hier drin habe ich überhaupt nicht vermisst. Er hat auch kein Netz mehr da drin. Der Rucksack hat es eigentlich schon hinter sich. Das Material ist hier oben komplett kaputt. Ihr seht, das ist von der Sonne ausgeblichen. Und ja, hier drin war auch schon alles nass. Und ich kann euch sagen, hier kommt Wasser rein. Es kommt aber nicht wieder raus. Trotzdem hält er natürlich einen kleinen Schauerstand. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Mein nächstes Modell wird aber ein leichterer werden. Diesen behalte ich noch. Ja, Freunde, das war's. Mehr hatte ich nicht dabei. Ich freue mich zu lesen in den Kommentaren, was ihr zu dieser Packliste sagt, wenn ihr nach Grönland fahrt. Wir waren insgesamt 300 Kilometer unterwegs. Und ja, wenn ihr Fragen habt zur Packliste, wenn ihr Alternativvorschläge habt, dann schreibt es unten rein. Ich freue mich auf eure Anregungen. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Bock habt auf die Serie, folgt uns und damit bin ich raus. Wir sehen uns dann wieder bei einem neuen Abenteuer irgendwo da draußen. Ciao.